Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Video zeige ich euch meine Späneabsaugung zum Kleinsägewerk. Ja, nicht nur zum Kleinsägewerk, sondern vielfältig einsetzbar. Achtung! Und zwar von Record Power Camwerk mit 3000 Watt. Also es gibt ja die Möglichkeit, machen ja sicherlich einige, die das dann einfach die Späne seitlich ausliegen lassen. Hatte ich auch am Anfang gemacht. Allerdings entsteht dann schnell ja, ein Riesenberg Späne, was ja, dann unschönes Arbeitsbehindern ist. Und das nächste ist halt die Späne verwirbeln in der Luft herum. Und das muss man dann auch einatmen. Das ist natürlich nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Zusätzlich sollte man auch immer daran denken, eine entsprechende Atemschutzmaske. Ich habe hier von Engelbert Strauß hier die Sorte, ich weiß gar nicht, wie sich die genau nennt. FFP2 FS20V. Und die ist sehr angenehm zu tragen und ja, führt dann natürlich dazu, dass man dann keinen ständigen Husten bekommt, sondern sie seine Gesundheit schont, wo man natürlich darauf achten sollte. So, jetzt nochmal zur Absauganlage. Camwerk Record Power. Das ist jetzt mit 3 Motoren, 3000 Watt insgesamt. Und man sieht hier jetzt nicht nur ein Behälter, sondern 2 Behälter. Das ist ein ganz simples Prinzip. Das kann man auch hier einfach abnehmen. Das ist so eine Art Vorabscheider, wo sich schon mal Späne sammelt. Das saugt sich dann an. Und dann halt hier der Hauptfeinfilter, sodass dann eine grobe Späne dann da schon reinfällt. Natürlich die feinere dann mitgesaugt wird in den Feinfilter dann verbleibt. Ja. Gut. Der hat ordentlich Power. Und dann halt auch hier ja, die Absaugung für den Sägekopf dann vorzunehmen. Muss natürlich auch entleert werden. In der Regel ist es halt so, dass man zweimal den Vorabscheider entleeren kann, bevor man den feinen Bereich, den Hauptabscheider dort auswechselt. Ist natürlich auch abhängig davon, wie fein die Sägespäne, was für ein Holz es ist. Ist jetzt feinere Sägespäne, die da entstehen. Also bei Fichte ist es in der Regel auch groberer. Dann funktioniert das mit dem Vorabscheider sehr gut. Wenn natürlich sehr viel fein ja, und Staub entsteht. Ne? Also ich habe jetzt noch da mit der Anlage noch keine Eiche gesägt. Da ist es häufig so, dass halt sehr feiner Staub auch entsteht. Das wird dann natürlich dann auch rüber in den Feinfilter dann rüber saugen. Da muss man natürlich dann gucken. Dann kann es sein, dass eher der Feinfilter zuerst voll ist, bevor der Vorabscheider voll ist.
Also das muss man halt im Blick haben. Gut. Also dieser Absauger, der war bisher bei mir erfolgreich im Einsatz. Ich kann den auch einfach dann umschalten. Ich habe dann noch eine Zimmermannssäge für Besäumungsarbeiten. Hier, wo ich dann halt den Schlauch rumlege und dann kann ich halt hier auch meine Zimmermannssäge absaugen. Ja, könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Man sieht hier, da ist ein spezielles Sägeblatt drauf. Komme ich vielleicht irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Heute geht es ja erstmal um die Absauganlage. Es gibt so alles so einen Verschluss. Das ist eigentlich eher überflüssig aus meiner Sicht. Spanne ich auch nicht an, den mache ich jetzt halt mit rum. Weil wenn das jetzt hier aufsetzt, schon auf der Tonne, das schon ja, ordentlich dicht ist. Zumindest für die Verhältnisse, die ich da benötige. Ist dann halt, ich kann es jetzt auch nochmal aufmachen, wie das von innen ist. Ihr seht, hier sind die 3 Motorenansauganlage. Muss ich irgendwann auch nochmal die Filtertüten wie beim Staubsauger halt wechseln. Und dann gibt es hier nochmal so einen grob. Zack. Und dann halt eine Menge Platz. Spänesammler. Das ist halt praktisch mit den Rollen. Und kann man auch gut heben. Dass man es dann halt ja, für unterschiedliche Anwendungszwecke dann auch einsetzen kann. Drauf. Passt. Ich kann jetzt hier mal die Kappen abnehmen und noch Schläuche dran machen. Schläuche habe ich auch, aber habe ich jetzt noch nicht dran gemacht. Man kann jetzt halt, ist halt auch nicht schlecht, die 3 Motoren separat ein- und ausschalten. Sodass man dann ja, für einfachere Zwecke dann auch nur einen Motor benutzt, beziehungsweise hier bei der Bandsäge 3 Motoren meistens. Und man kann sich halt überlegen, wenn man jetzt sehr feine Späne hat,
dass man dann nur 2 Motoren einschaltet, damit der Vorabschalter dann auch mehr Feinzeug behält, weil wenn man es zu stark macht, dann saugt er natürlich, den dritten Motor anmacht, natürlich auch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann das Material aus dem Vorabschalter natürlich auch mit rüber zieht. Gut, deshalb kann man das noch so ein bisschen auch mit den 3 Motoren halt regeln. Gut, das wollte ich euch heute zeigen. Vielleicht nachher noch ein bisschen, wenn ich mit dem Sägewerk, mache ich dann nochmal ein extra Video. So, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. So, jetzt haben wir ein bisschen gesägt. Mal gucken, was da jetzt schon im Vorabschalter drin ist. Ein bisschen was schon gefangen.